Motorsport ist so ein bisschen eine Sucht. Und dann dieser Rückschlag. Am liebsten hätte ich ihn verprügelt. Da muss auch der Reiter mal in die Nägel beißen. Ich war mir sicher, das Auto explodiert in 1000 Einzelteile. Das sind sie, das sind die 4 Fahrer, die an diesem Wochenende die Meisterschaft der ADAC GT Masters unter sich ausmachen. Okay, die Fetzen werden fliegen. Und jetzt achten Sie mal auf das kleine Bild mit Hans Reiter. Er hat's, er hat's, er hat's, er hat's. Mit den neuen Champions, herzlichen Glückwunsch, euer Applaus, genießt ihn! Für mich war immer so ein Lamborghini was ganz was Besonderes. Als Kind ist das einfach das Auto schlechthin gewesen, wo du nie hinkommst, was du eigentlich nie siehst, das Auto. Und wie ich gehört habe, dass der Chef so einen beim Zwetschgenrudel in der Werkstatt stehen hat, da bin ich aus alle Wolken gefallen, weil ich das erst nicht geglaubt habe. Beim Zwetschgenrudel in der Garage, die war auch ziemlich, hat er sich neu gebaut gehabt. Und das ist nicht bloß die Garage, das ist halt die Werkstatt, so wie es jetzt bei ihm immer noch ist. Und das war halt eher der Leidtragende, sage ich jetzt mal fast, weil die Werkstatt ist wirklich von dem Auto fast komplett eingenommen. Also er hat sich auch unter der Woche, er hat ja auch Geld verdienen müssen, hat ja auch normal arbeiten müssen. Das war für ihn auch nicht so leicht, aber wir haben dann wirklich Wochenenden, also Samstag, Sonntag, unter der Woche bis in die Nacht rein. Also da waren harte Wochen dabei, also das war wirklich dann teilweise 7 Tage, also da wo wir wirklich das Auto dann aufgebaut haben. Ich habe gesagt, wir stellen einen Platz zur Verfügung, wir haben 3 Arbeitsplätze, stellen wir einen zur Verfügung, da wird der Diavolo, der GT gebaut und da haben wir uns dann praktisch die ganzen Mechaniker, war eine sehr harte Zeit, muss man sagen, um 5 Uhr auf Nacht getroffen, haben wir dann bis Mitternacht gearbeitet, jeder hat noch seine eigene Arbeitsstelle gehabt, hat dann in der Früh wieder anfangen müssen und in der Zeit haben wir dann in der Nacht und am Samstag, Sonntag haben wir dieses Auto aufgebaut. Das, was er vorgehabt hat, das habe ich fantastisch gefunden. Wenn man gedacht habe, wer von nichts ein Rennauto bauen. Und das hat mich eigentlich fasziniert. Und darum bin ich eigentlich auch zu dem Ganzen dazugekommen dann. Wir haben ja ganz klar angefangen, haben wir gedacht, das geht halt jetzt mal so weiter. Ich habe mir da aber auch nicht groß Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Ich habe nur gehofft, dass das gut geht, aber so weit im Voraus habe ich da auch nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, ja, jetzt macht das halt mal und irgendwann schlaft das sowieso ein. Und so hat keiner so richtig für ernst genommen. Die haben ja nur immer gemeint, wir sind nicht ganz sauber. Am Anfang, glaube ich, sind wir schon belächelt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil unser Auto war halt wirklich Handarbeit. Nein, es war ja dann immer so, wir haben immer irgendwie, wenn wir was braucht haben, sind wir zu anderen Teams gegangen und haben gefragt, ob wir uns was ausleihen können. Weil wir eigentlich relativ wenig Equipment gehabt haben. Es gab halt nichts. Wir haben Anfangszeiten eine Flex gehabt, die war vom Discounter. Mit der haben wir angefangen. Anfangs war es schon schwierig, weil wir eine junge Familie, das zweite Kind unterwegs, also es war schon eine harte Zeit. So, ich bin ganz normal erst in meine Arbeit gegangen. Am Abend haben wir uns dann unten getroffen, bei ihm in der Werkstatt, und haben dann immer am Abend noch so ein paar Stunden an den Autos da rumgeschraubt und geschaut, dass wir da ein Rennauto draus bauen. Und am Wochenende ist dann so gewesen, dass wir uns dann am Samstag wieder getroffen haben. Haben wir auch wieder munter geschraubt, und wenn es geheißen hat, wir fahren jetzt irgendwo auf ein Rennen, dann hat jeder von daheim ein bisschen Werkzeug mitgebracht und dann sind wir losgefahren. Weil so viel Werkzeug haben wir nicht gehabt. Der eine hat eine Kabeltrommel gebracht, der andere hat seinen Ratschenkasten mitgenommen. Man muss ein bisschen verstrahlt sein. Also wenn man sowas macht, muss man verstrahlt sein als normal. Also ich glaube nicht, dass du heute noch Leute findest, die sowas machen. Also du musst wirklich verstrahlt sein. Und die waren alle verstrahlt. Und es hat nur das gegeben. Also ganz andere war scheißegal, das machen wir jetzt. Also ich habe mit Hans wirklich nie ein Problem gehabt, kein einziges Mal. Jetzt kennen wir uns wirklich so viele Jahre. Aber der Hans hat wirklich explodieren können, also richtig explodieren können. Eigentlich hat er sich gar nicht so viel verändert. Wenn alles läuft, dann ist er der beste Chef, was es gibt. Aber wie es läuft irgendwas nicht so, dann kann der richtig rumschreien auch. Ja, wenn er einen schlechten Tag hat,
Dann geht er durch die Werkstatt, das kennst du schon am Gehen oder in der Handhaltung. Ob er jetzt sucht, wie man findet, der jetzt da untergeht. Ich kann mich da noch an Oschersleben erinnern, wie da aufgekommen ist, dass die Getriebeübersetzung bei der FIA falsch angegeben war. Es hat zwar die Übersetzung gepasst, aber die Zähnezahlen nicht. Und das Rennen war gewonnen. Und wir sind disqualifiziert worden nachträglich praktisch. Und ich glaube, dass man bis Kieran Schöring schreien hat gehört, wie er da den damaligen Ingenieur zur Schnecke gemacht hat. Tatsächlich haben wir nicht so viele Podestplätze gehabt am Anfang, weil wir damit zum Kämpfen gehabt haben, dass wir überhaupt durchfahren. Und die ersten Podestplätze, glaube ich, die waren dann erst mit dem Diablo GTR. Da waren wir dann ein bisschen besser. Ja, das müsste Lissabon, also Estoril gewesen sein mit dem GT. Damals ist, glaube ich, der Oliver Gavin und der Peter Cox gefahren. Und das war, da haben wir wirklich die ganze Woche nur Bastelarbeiten gehabt. Keiner hat geglaubt, dass wir ins Ziel kommen. Oliver Gavin ist sowieso komplett schmerzfrei, auch der Peter ist super gefahren. Und dann haben wir da praktisch wirklich einen Podestplatz eingefahren. Also das war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im Klo und habe geredet. Ich habe da nicht mehr vor mir halten können, da wir das geschafft haben. Das ist einfach, also wie gesagt, ich bin nicht in warmem Wasser gebaut, überhaupt nicht. Also eher das Gegenteil. Aber das hat mich dann wirklich so, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mich wirklich, jetzt muss ich verschwinden und jetzt muss ich mal in Ruhe. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Das kann man so nicht erklären.